Mein Name ist Clara. Ich bin 25 Jahre alt und arbeite in einem Reisebüro in New York. Wir helfen Menschen, Flugtickets zu kaufen, Hotels zu buchen und Reisen zu organisieren. Ich habe diesen Job vor 2 Jahren angefangen und liebe ihn. Es ist zwar nicht immer lustig, aber die Leute sind nett. Mein Chef heißt Mr. Michael. Er ist etwa 40 Jahre alt. Er ist nett und höflich. Jeden Morgen begrüßt er mich und bedankt sich bei mir, wenn ich gute Arbeit leiste. Ich respektiere ihn. Er ist ein guter Chef. An einem Dienstagmorgen war ich an meinem Schreibtisch und überprüfte Flugpreise für einen Kunden. Das Büro war ruhig, es waren nur 3 Personen da. Dann hörte ich eine Stimme aus Mr. Mickels Büro. Seine Tür war halb offen, er telefonierte. Ich wollte nicht zuhören, aber ich konnte ihn hören. Er sagte: „Sie ist großartig, sie ist perfekt, ich liebe sie sehr." Ich erstarrte an meinem Platz. Spricht er über mich? Er fuhr fort: „Sie arbeitet hart, sie ist schlau und sie hat positive Energie. Ich beobachte sie jeden Tag." Meine Augen weiteten sich. Spricht er über mich? Mag Mr. Michael mich? Ich dachte an kleine Dinge. Letzte Woche gab ich ihm einen Bericht und er lächelte und sagte: „Gut gemacht, Clara." An einem Morgen brachte er mir Kaffee. Ich dachte, er ist nur nett, aber vielleicht bedeutet das mehr als das. An meinem Geburtstag gab er mir Schokolade und sagte: „Ich wünsche dir einen schönen Tag." Ich dachte, das ist nur Höflichkeit, aber vielleicht bedeutet das jetzt, dass er mich mag. Ich versuchte weiterzuarbeiten, aber mein Kopf war voller Gedanken. Mag mein Chef mich? Um 12 Uhr mittags aß ich mit meiner Freundin Kate zu Mittag. Sie arbeitet an der Reception. Wir essen immer zusammen. Ich sah sie an und flüsterte: „Kate, ich glaube, Mr. Michael mag mich." Sie sah schockiert aus. „Was, bist du sicher?" Ich nickte. „Ich habe ihn heute Morgen gehört. Er sagte, ich bin perfekt. Er sagte, ich habe positive Energie. Er sagte, er liebt mich." Kates Augen weiteten sich. „Oh mein Gott, vielleicht mag er dich wirklich." Ich fühlte mich nervös und aufgeregt. „Was soll ich tun?" fragte ich. Kate lachte. „Vielleicht wird er dich um einen Kaffee einladen. Vielleicht will er dir etwas sagen." Ich lächelte, aber tief im Inneren war ich verwirrt. Ein Teil von mir war glücklich. Mr. Michael war nett und schlau, aber er war auch mein Chef. Was, wenn ich mich täuschte? Aber an diesem Abend schrieb ich E-Mails. Plötzlich kam eine Nachricht von Mr. Michael. Sie lautete: „Hallo Clara, kannst du um 15 Uhr in mein Büro kommen? Ich muss dir etwas Wichtiges sagen." Mein Herz begann schneller zu schlagen. Das war es. Er wollte sprechen. Er muss über seine Gefühle sprechen. Kate sah mein Gesicht und fragte mich, was los ist. Ich zeigte ihr die Nachricht. Sie flüsterte: „Es ist Zeit. Mach dich bereit." Danach konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Ich sah immer wieder auf die Uhr. Ich frisiere sogar meine Haare vor dem Spiegel. Um 15 Uhr ging ich in sein Büro. Ich klopfte einmal. Er sah auf und lächelte. „Komm rein, Clara, bitte setz dich." Ich setzte mich ihm gegenüber. Er schloss seinen Computer und sah ernst aus. „Danke, dass du gekommen bist", sagte er. „Ich möchte mit dir über etwas sehr Wichtiges sprechen." Mein Herz raste.
Es war Zeit. Er begann. Clara, deine Arbeit ist ausgezeichnet. Ich sehe, wie du den Kunden hilfst. Ich sehe, wie du dem Team hilfst. Du bist immer höflich und fleißig. Ich lächelte nervös. War das seine Art zu beginnen? Dann sagte er, wir haben ein neues Projekt. Unsere Partner werden ein Büro in Spanien eröffnen. Wir brauchen jemanden, der für 3 Monate dorthin geht und ihnen hilft. Wir denken, du wärst perfekt. Dein Name wurde heute Morgen in unserer Besprechung erwähnt. Ich blinzelte. Warte, Spanien? Fuhr er fort. Es ist ein großer Schritt, aber eine großartige Gelegenheit. Du wirst reisen, neue Leute kennenlernen und unser Geschäft unterstützen. Du musst jetzt nicht antworten. Denk darüber nach, sprich mit deiner Familie. Aber ich denke, das ist die richtige Gelegenheit für dich. Ich nickte langsam. Danke, sagte ich. Er stand auf und gab mir die Hand. Wir haben Glück, dich zu haben, Clara. Ich verließ das Büro, immer noch schockiert. Kate rannte auf mich zu. Was hat er gesagt? Flüsterte ich. Er möchte, dass ich nach Spanien gehe. Sie fragte mich überrascht, Spanien? Ich antwortete, ja, er möchte, dass ich bei der Eröffnung eines neuen Büros für 3 Monate helfe. Kate starrte mich an. Also keine Liebe? Sie lachte. Nein, nur Arbeit. Wir lachten beide. Ich fühlte mich ein wenig dumm. Den ganzen Tag dachte ich, dass er mich mochte. Aber ich hatte mich geirrt. Es war keine Liebesgeschichte, es war Arbeit. Trotzdem fühlte ich mich stolz. Mr. Michael vertraute mir eine wichtige Aufgabe an. Vielleicht hatte ich keine Liebesgeschichte, aber ich bekam etwas anderes. Eine neue Gelegenheit, eine großartige Gelegenheit. An diesem Abend ging ich langsam nach Hause. Mein Kopf war beschäftigt. Ich begann, über mich selbst zu lachen. Ich stellte mir eine Liebesgeschichte vor. Aber alles, was Mr. Michel wollte, war mir eine großartige Gelegenheit, bei der Arbeit zu geben. Nächstes Mal, sagte ich mir, sollte ich nicht raten, bevor ich es weiß. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Den ganzen Tag dachte ich nur an Spanien. Ein neues Büro, 3 Monate in einem anderen Land. Ich war noch nie so lange von zu Hause weg. Ich war noch nie allein gereist. Die Idee war aufregend und beängstigend zugleich. Am nächsten Morgen wachte ich früh auf. Ich machte etwas Tee und setzte mich an meinen kleinen Tisch am Fenster. Ich schaute nach draußen, aber meine Gedanken waren woanders. Ich hörte immer noch die Worte von Mr. Michael in meinem Kopf. Wir denken, du bist perfekt dafür. Er sagte es sehr deutlich. Er vertraute mir. Das machte mich glücklich, aber gleichzeitig auch nervös. Was, wenn ich nicht bereit war? Was, wenn ich Fehler machte? Im Büro sah ich Kate an der Rezeption. Sie lächelte und kam auf mich zu. Sie fragte, hast du dich entschieden? Ich antwortete, noch nicht. Ich habe nicht viel geschlafen. Sie sagte, ich verstehe. Es ist eine große Veränderung. Ja, stimmte ich zu, aber vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt für mich. Kate sah mich an und lächelte. Du kannst das, Clara. Ich weiß, dass du das kannst. Diese Worte halfen mir. Sie beruhigten mich immer. An diesem Morgen erwähnte Mr. Michael Spanien nicht.
Er lächelte einfach und fragte, wie es mir ging. Ich sagte ihm, dass ich noch darüber nachdachte. Er sagte, es sei in Ordnung, dass ich mir Zeit lassen könne. Ich versuchte mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, aber meine Gedanken schweiften immer wieder ab. Ich stellte mir vor, in einer neuen Stadt zu gehen. Ich stellte mir vor, wie ich in einem überfüllten Büro Kunden helfe, neue Leute treffe, neue Dinge lerne. Es schien aufregend, aber dann kamen neue Sorgen. Was, wenn ich mich nicht einfügte? Was, wenn mich die Leute dort nicht mochten? Was, wenn ich versagte? Ich schaute mich in meinem Büro um. Hier schien alles sicher zu sein. Ich kannte die Leute, ich kannte den Ablauf und ich mochte den Komfort. Ein Teil von mir wollte es nicht hinter sich lassen. Mittags aß ich wieder mit Kate zu Mittag. Ich erzählte ihr all meine Gedanken, sowohl die guten als auch die schlechten. Sie hörte mir aufmerksam zu und sagte dann: „Du hast Angst. Das ist normal. Aber Angst bedeutet nicht, dass du nicht gehen solltest. Es bedeutet nur, dass es dir wichtig ist." Sie hatte recht. Ja, das war es. Ich wollte Mr. Michel nicht enttäuschen. Ich wollte nicht versagen, aber ich wollte auch keine großartige Gelegenheit verpassen, nur weil ich Angst hatte. An diesem Abend rief ich meine Schwester an. Sie lebte in einer anderen Stadt und gab mir immer wertvolle Ratschläge. Als ich ihr die ganze Geschichte erzählte, lachte sie leise. Sie fragte: „Also, hast du gedacht, dass dein Chef in dich verliebt ist?" Ich sagte: „Ich weiß, es klingt jetzt albern." Sie sagte: „Es ist nicht albern, jeder macht das. Wir hören Dinge und erzählen uns Geschichten. Aber dieses Mal hat deine Geschichte dir etwas Besseres gegeben." Ich sagte: „Vielleicht, aber ich fühle mich verlegen." Sie sagte: „Mach dir keine Sorgen, du hast eine großartige Gelegenheit bekommen. Das bedeutet, dass du gut bist." Wir redeten eine Weile. Sie fragte mich nach Spanien und was ich dort tun würde. Ich wusste noch nicht alle Details, aber ich versprach ihr, ihr mehr zu erzählen, wenn ich zusagte. Nach dem Anruf setzte ich mich auf mein Bett. Es war still im Raum. Ich dachte an alles, nicht nur an die Arbeit, sondern auch an mich selbst. Ich erinnerte mich, wie unsicher ich mich fühlte, als ich bei der Agentur anfing. Ich hatte Angst, das Telefon zu beantworten, hatte Angst, mit einem unzufriedenen Kunden zu sprechen. Ich musste das Buchungssystem 3-mal überprüfen, bevor ich mich sicher fühlte. Heute war alles anders. Ich half anderen, beantwortete Fragen mit Selbstvertrauen und löste Probleme, ohne um Hilfe zu bitten. Vielleicht war ich gereift. Vielleicht war ich stärker, als ich dachte. Am nächsten Morgen ging ich mit einem neuen Gefühl ins Büro. Ich setzte mich, schaltete meinen Computer ein und begann zu arbeiten. Bis zum Mittag hatte ich 3 Buchungen abgeschlossen. Ich überprüfte alle Details. Ich half einer Familie, die mit ihrem Baby reisen wollte. Ich rief sogar selbst das Hotel an, um Kinderbetten anzufordern. Ich tat alles ohne Angst. Kurz vor dem Mittagessen kam Mr. Michael in mein Büro. Er fragte mich: „Hast du mehr über Spanien nachgedacht?" Ich sah auf. Er lächelte ruhig, wie immer. „Ja", sagte ich will gehen." Sein Lächeln wurde breiter. „Ich bin so froh, das zu hören.
Ich denke, es wird großartig für dich. Du wirst viel lernen. Das Team in Spanien freut sich darauf, dich kennenzulernen. Er sagte nichts weiter, aber er sagte, dass mich bald jemand aus der Zentrale anrufen würde. Sie würden mir bei der Reise und der Unterkunft helfen, alles auf Firmenkosten. Ich dankte ihm erneut. Ich ging zurück an meinen Schreibtisch, aber meine Hände zitterten ein wenig, nicht aus Angst, sondern aus Aufregung. Kate kam zu mir und umarmte mich sanft. Sie sagte: „Ich werde dich vermissen. Du wirst nicht für immer weg sein." Ich lächelte. Trotzdem, du bist meine Mittagessenbegleitung. Spanien muss es wert sein. Wir lachten. Ich schicke dir Bilder. Ich habe es versprochen. Die nächsten Tage vergingen schnell. Ich bekam eine E-Mail vom Büro in Spanien. Sie schickten mir die Details meiner Reise und eine Begrüßungsnachricht. Es hieß, dass ich den neuen Mitarbeitern helfen würde. Ich war stolz. Ich würde nicht nur lernen, sondern auch unterrichten. Am Freitag rief mich Mr. Michael wieder in sein Büro. Diesmal war er noch nicht allein. Eine Frau saß neben ihm. Ich stand auf und stellte mich vor. Ihr Name war Mary, die regionale Managerin. Sie gab mir die Hand und sagte: „Wir haben viel Gutes über dich gehört." Ich dankte ihr. Sie sagte: „Dieses Projekt ist wichtig. Wir brauchen jemanden, der ein gutes Beispiel setzt." Sie lächelte mich an. Dann sah sie Mr. Michael an. „Ich denke, du hast die richtige Entscheidung getroffen." Er lächelte mich an. „Sie ist genau das, was wir brauchen." Ich lächelte auch, aber tief in mir fühlte ich etwas Neues. Nicht dieses nervöse und hoffnungsvolle Gefühl, das mich ergriff, als ich dachte, er mochte mich. Diesmal fühlte ich mich einfach stolz. Stolz, weil ich zu jemandem geworden war, dem eine wichtige Aufgabe anvertraut wurde. Mein Reisetag kam schneller, als ich dachte. Einen Moment lang druckte ich Tickets und schrieb E-Mails. Im nächsten Moment stand ich am Flughafen mit meinem kleinen Koffer und meinem Reisemappen in der Hand. Es war das erste Mal, dass ich allein reiste. Ich überprüfte alles zweimal. Meinen Pass, die Hoteldaten und das Begrüßungsschreiben. Ich atmete tief durch und ging zum Gate. Im Flugzeug setzte ich mich ans Fenster. Als das Flugzeug abhob, wurde die Stadt immer kleiner unter mir. Ich fühlte mich nervös, aber es war eine ruhige Nervosität. Ich wusste nicht, was mich erwartete, aber ich wusste, dass ich bereit war. Als ich in Spanien ankam, wartete ein Fahrer am Flughafen mit einem Schild mit meinem Namen darauf. Er lächelte und half mir mit meinem Koffer. Die Fahrt zum Hotel war ruhig, aber ich schaute immer wieder aus dem Fenster. Die Stadt war voller Licht und Bewegung. Ich sah Geschäfte und kleine Cafés. Ich sah Reisende, die Karten und Taschen trugen. Alles war neu, aber angenehm. Im Hotel checkte ich ein und ging auf mein Zimmer. Es war klein, aber sauber. Ich öffnete das Fenster und sah nach draußen. Es gab eine Straße mit kleinen Restaurants. Eine Gruppe Touristen ging lachend vorbei. Es machte mich glücklich. Am nächsten Morgen ging ich zum Reisebüro. Es war nur ein paar Gebäude entfernt. Das Gebäude war weiß mit großen Fenstern. Eine Frau begrüßte mich an der Tür. Ihr Name war Sophie. Sie war die Managerin. Sie sagte: „Wir freuen uns, dich hier zu haben, Clara. Lass mich dir alles zeigen." Sie stellte mich dem Team vor. Sie alle lächelten und begrüßten mich.
Einige sprachen fließend Englisch, andere wussten nur ein paar Worte. Sophie erklärte mir meine Aufgabe. Ich sollte auf Englisch E-Mails beantworten, neue Assistenten schulen und ihnen bei den Wochenendtriplänen helfen. Bis zum Mittag fühlte ich mich bereits wie ein Teil des Teams. An diesem Abend rief ich Kate an. »Bist du angekommen?« fragte sie. »Wie ist Spanien?« »Es ist schön«, sagte ich, »und die Leute sind nett.« »Gut, aber verlieb dich nicht wieder in einen anderen Chef«, scherzte sie. Ich lachte. »Mach dir keine Sorgen, ich habe meine Lektion gelernt.« Die Tage in Spanien vergingen schnell. Ich arbeitete von Montag bis Freitag. Jeden Tag half ich den neuen Assistenten. Ich zeigte ihnen, wie man das Buchungssystem benutzt. Ich beantwortete ihre Fragen. Manchmal machte ich Fehler, aber es störte mich nicht. Alle waren geduldig und arbeiteten gut zusammen. Am Wochenende erkundete ich die Stadt. Ich ging im Park am Fluss spazieren. Ich saß in Cafés und beobachtete die Passanten. Ich probierte neue Gerichte aus. Ich machte viele Fotos. Ich schloss mich einer Wanderung an und an einem Sonntag traf ich 2 italienische Mädchen. Wir verbrachten den Tag mit Reden und Lachen. An einem Arbeitstag bat mich Sophie, in ihr Büro zu kommen. Sie sagte, »Clara, du hast uns so sehr geholfen. Du bist nett und klar. Die neuen Teammitglieder lernen gerne von dir.« Ich lächelte. »Danke.« Sie fuhr fort. »Wir möchten dir etwas fragen.« Es wurde noch nicht offiziell angekündigt, aber wir denken an eine Trainerposition. Jemand, der verschiedene Agenturen besucht, um neue Teams zu führen. Nicht nur Spanien, vielleicht auch Portugal oder Frankreich. Ich war überrascht. »Ich?« »Ja«, nickte sie. »Du erklärst gut. Du bleibst ruhig. Du arbeitest gut mit anderen zusammen.« »Du musst nicht sofort antworten, aber wir wollten, dass du es weißt.« Ich dankte ihr und ging zurück zu meinem Schreibtisch, lächelnd den ganzen Weg. An diesem Abend saß ich in meinem Hotelzimmer und dachte darüber nach, wie viel sich verändert hatte. Vor ein paar Wochen saß ich noch an meinem Schreibtisch zu Hause und dachte, mein Chef mag mich. Ich sagte Kate, dass ich mir eine ganze Geschichte ausgedacht hatte, und es war wahr, aber der Fehler brachte mich hierher. Manchmal hören wir etwas und denken, wir wissen die Wahrheit, aber in Wirklichkeit kennen wir nur einen Teil davon. Das war mein Fehler. Ich dachte, die Worte von Mr. Michael wären über Liebe. Sie waren es nicht, und ich war glücklich. Wenn ich recht gehabt hätte, wäre vielleicht nichts passiert. Vielleicht hätte ich immer noch auf etwas Besonderes gewartet. Aber stattdessen tat ich etwas Besonderes. Nach 3 Monaten kam ich nach Hause. An meinem letzten Tag veranstaltete das spanische Team eine kleine Feier für mich. Sie gaben mir eine Karte, Schokolade und ein Foto von uns allen zusammen. Wir umarmten uns, bevor ich ging. Sophie sagte zu mir, »Denke daran, die Tür wird immer offen sein.« Ich kam in meiner Stadt an und ging ins Büro. Kate rannte auf mich zu und umarmte mich. Sie sagte, »Ja, du hast dich verändert.« Ich lachte. »Vielleicht ein bisschen.« Sie fügte hinzu, »Du siehst stärker und glücklicher aus.« Mr. Michael kam aus seinem Büro lächelnd. Ich antwortete, »Willkommen zurück, Clara. Ich habe gute Nachrichten gehört. Vielen Dank.« Später saßen wir zusammen
und ich erzählte ihm von Spanien, dem Team, dem Job und Sophies Angebot. Er hörte zu und nickte. Er sagte, »Ich denke, du wirst perfekt für diese Rolle sein.« Ich sagte zu ihm, »Ich möchte es versuchen.« Er lächelte wieder. An diesem Abend ging ich nach Hause, stolz. Nicht nur wegen der neuen Rolle oder der Reisen oder der netten Worte, die die Leute sagten, sondern weil ich stolz war, dass ich mich verändert hatte. Ich hatte an etwas geglaubt, das nicht real war, und ich fühlte die Ironie. Aber ich blieb nicht so. Ich ging vorwärts, machte einen Schritt, und dieser Schritt führte mich zu etwas Besserem.